Krass nass. Die Tigerenten-Club Sommerspiele 2019. Jede Menge Action, Spaß und gute Laune. Mit Jess und Johannes. Wir sind angekommen bei der Sendung vor der großen Finalsendung bei den Tigerenten-Club Sommerspielen 2019. Wir dürfen es noch zweimal sagen und wir machen es jetzt voller Inbrunst. Auch heute wird es wieder krass nass. 4 Teams sind noch mit dabei und alle wollen natürlich den Tagessieg, aber vor allem in die Finalsendung kommen. Ja, darum und wir geht's. holen sie direkt rein. Hier sind Emma und Lara. Lena und Kaira. Elias und Hannah. Und Skadi und Lara. Hi. Noch einmal die Schaumdusche. 4 Teams sind übrig und nur 3 davon schaffen den Sprung in die große Finalsendung. Wir fangen mal hier rechts an bei Elias und Hannah. Die sind immer so cool, nehmen alles so locker. Seid ihr ein bisschen nervös oder geht's? Ja, ich bin sehr nervös. Okay, sehr nervös. Elias, wie sieht's bei dir aus? Wie ist die Stimmung? Geht. Also normal. Sehr schön. Und dann haben wir hier natürlich noch, ich komme rum zu euch, Lena und Kaira. Auch ihr wart öfter mal nervös vor einem Finale. Schleuderrad, das ist euch ja ganz gut bekannt. Was ist euer Plan für heute? Entweder erste, zweite oder wieder das Schleuderrad rocken. Das sind auch gleichzeitig alle Möglichkeiten, die es heute gibt. Jeder kann der Tagessieger werden. So, ihr kennt zu Hause unsere Teams ja schon und für euch natürlich der Tipp, wenn ihr auf den richtigen Tagessieger tippen wollt. Macht das jetzt, einfach auf krassnass.de gehen und euren Tipp abgeben. Mit ein bisschen Glück gibt es einen coolen Preis zu gewinnen und zwar das hier, das ist Passend. ein Unterwasser-Bluetooth-Radio, oder was? Genau, das hier kann man mit in den Pool nehmen, in den Monsterpool zum Beispiel oder in den Ickelpool oder wo auch immer ihr möchtet. Es ist wasserfest, ziemlich cooles Teil, gibt einen guten Sound, also es lohnt sich mitzumachen. So, und jetzt kommen wir zu unserem Kommentator Bolli. Hallo Bolli, was sagst du zu den bisherigen Parcours? Krass, oder? Hallo ihr beiden. Ich finde, jeder Parcours hat so seine eigene Schwierigkeit, mal da, aber die Dschungelwelt hat für mich schon so seine richtigen Tücken gehabt. Dankeschön, Bolli. Dann schauen wir uns mal den Parcours für heute an. Was erwartet unsere letzten 4 Teams? Hier sind Captain Krassnass und Leichtmatrose Krassblass. So, ihr zwei, gebt alles. Achtung, fertig, krassnass. Mit verbundenen Augen durchs Labyrinth. Ein Spieler muss den anderen durchlotsen. Alle Kommandos sind erlaubt, nur berühren ist verboten. Und da die beiden hier ihre Stimme auf hoher See verloren haben, behelfen sie sich mit einer Pfeife. Pfeifen also mal wieder aus dem letzten Loch. Das sind wir ja eh gewohnt hier bei Krassnass. Und hier aufpassen, nicht gegen den Flamingo laufen und auch nicht die Strecke verlassen. Hier, das, was die beiden machen, ist natürlich komplett verboten. Berühren, wie gesagt, nicht erlaubt. Ja, also, die beiden sind auf jeden Fall im Finale mit dabei. Was würden wir da ohne euch machen? Gar nichts. Die Frage ist, schaffen auch Lara und Emma den Sprung in die Finalsendung? Und eine Sache ganz wichtig, was müsst ihr natürlich anders machen als Krassnass und Krassblass gerade? Nicht den anderen berühren. Korrekt. Also, liebe Emma, du kannst schon mal die Augenklappe runternehmen. Ich mache mal kurz den Test. Sehr gut, sie sieht nichts. Bist du bereit? Ja. Okay, auf mein Zeichen, auf die Tröte geht's los. Achtung, fertig, Krassnass! Links. Emma vorne, Lara gibt die Kommandos. Links. Bin ich froh, dass sie den Blick unseres Kameramanns nicht gesehen hat. Der Schreck wäre groß gewesen. Laufen. Jetzt rechts. Links. Links, Emma, links. Ja, links ist da, wo der Daumen rechts ist. Oder wie war das nochmal? Nein, geradeaus. Und ich sag links. Nach links. Auf jeden Fall ein ziemlicher Drill Sergeant, unsere Lara. Kommt mir ein bisschen vor wie im Militär hier. Rechts. Jetzt lauf. Geradeaus. Und jetzt rechts. Und eins hat Emma auf jeden Fall nicht: Berührungsängste. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nein, links. Komm. Sie verlässt den Parcours, Emma, links. aber es gibt keine Strafsekunden, weil sie wieder zurück auf der Strecke ist. Einen grünen Daumen hat sie auch noch. Gärtnerin will sie wahrscheinlich mal werden. Links. Hört nicht so gut auf Laras Kommandos, die Emma. Und boah, schön auf die Palme mitgenommen. Bringt sie Lara endgültig auf die Palme hier. Oh Mann, ey, ich flipp aus.
Wie ist es denn, wenn man hier mit verbundenen Augen durch das Labyrinth muss? Es hat ja dich erwischt jetzt immer. Oh, ich bin voll oft irgendwo gegen gerannt und am Anfang habe ich immer gedacht, links wäre hier. Ach so, links wäre rechts. Passiert, egal. 1 Minute 37. Nimmt im Strandkorb Platz und das erste Team von 4 ist durch. Ich glaube, das wird heute eine ganz lustige Sendung. Lena und Kaira stehen jetzt hier im Startbereich. Lena, du hast schon die Augenklappe oben drauf. Das heißt, du wirst geführt werden von Kaira. Machst du das freiwillig? So halb. Aha, wer hat das bestimmt, Kaira? Naja, ich? Sehr gut. Worauf musst du jetzt achten? Dass sie gegen eine Wand läuft? Oder auch nicht, ne? Oh, Lena. Zum Glück ist das Labyrinth, sagen wir es mal so, es tut nicht weh. Es ist schön weich gepolstert. Dann kannst du schon mal deine Klappe runternehmen, Lena. Bereit? Alles sitzt? Dann geht's los. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Lena hört zu, Kaira gibt die Kommandos. Und die beiden haben eine andere Taktik. Kaira läuft voraus, Lena folgt ihrer Stimme. Interessant. Links, rechts. Einfach geradeaus. Geradeaus. Und wir sind mal ein bisschen leise, dass sie sich hier richtig konzentrieren können. Geradeaus. Links. Stopp, stopp, stopp. Rechts. Nein, links. Geradeaus. Klappt ganz gut. Oder auch nicht. Geradeaus. Gib gleich die Hände an die Wand. Gib die Hände. Nein. Abbiegen. Abbiegen, ja. Aber sie schaffen es raus. Nein, Entschuldigung. Ein bisschen. Ja, nein, passt, genau. Bisschen, nein, ein bisschen nach links. Auch Kaira scheint hier leicht verwirrt. Geh geradeaus. Bisschen nach rechts. Rechts. Palme. Eine Streicheleinheit noch von der Palme. Aber sie tastet sich langsam ran, die Lena. Rechts. Bisschen links. Rechts. Achtung, Wasser. So, Lena, wie fühlt sich's an, mit verbundenen Augen durch unser Labyrinth zu schlendern? Ja, ist lustig. Warum? Weil du halt nichts siehst. Ja, nix ist gut. So ist das, wenn die Augen verbunden sind. Alle grinsen, alle lachen. Könnt ihr auch, denn ihr seid tatsächlich, es war mega knapp, aber 4 Zehntel schneller gewesen als das erste Team. Also ab mit euch in den Strandkorb. Aber der Vorsprung, der ist natürlich hauchdünn. Hanna und Elias gehen als nächstes Team hier in das Labyrinth. Hanna, welche Anweisungen willst du haben von Elias? Genaue Anweisungen bitte und nicht die ganze Zeit, also nur irgendwie rumstottern oder irgendwie einfach abwarten, bis ich irgendwas mache. Ich will, dass er die ganze Zeit irgendwas sagt, damit ich weiß, was ich machen soll. Ja, genau. Ein kleiner Tipp. Hier lang ist ein bisschen schwierig für denjenigen, der nichts sieht. So wie Hanna jetzt gleich. Du kannst die Augenklappe schon mal runter machen. Und es geht los auf mein Zeichen. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Links. Genaue Anweisungen bitte und nicht rumstottern. Eine ganz klare Ansage hier von Hanna. Zurück. Links. Hallo, links. Geradeaus, links. Rechts. Ey, ernsthaft? Rechts. Oh. Wieder rechts, ganz schnell rechts. Weit nach vorne. Spüre ich da Bad Vibrations schon im Team? Hanna, Elias? Rechts. Geradeaus. Links. Komm, Öffnung ist. Jetzt wieder rechts. Geradeaus, rechts. Geradeaus. Links. Rechts. Elias gibt wirklich alles, aber er macht hier den Ausflug ins Nirgendwo mit Hanna und führt sie mal komplett in die Irre. Hier, dann jetzt links. Nein, rechts. Und irgendwie links, rechts, die Schwäche links, rechts, gibt's hier bei manchem Team. Aber sie haben es irgendwie dann ins Freie geschafft. Links. Geradeaus. Jetzt geradeaus. Geradeaus. Elias hat auf jeden Fall alles gegeben und sich den Mund hier richtig fusselig geredet. Stopp. Rechts. Geradeaus. Links. Und links finde ich auch eine sehr schöne Variante von Elias, die auch irgendwie, wenn es auch über 2 Minuten sind, zum Ziel geführt hat. Dankeschön, genauso wird's gemacht, Hanna und Elias. Wie ist das denn mit verbundenen Augen durch das Labyrinth? Du hast ja so ein bisschen vorgetastet, hast auch die Wände benutzt. Wie fühlt sich das an? Ey, also man hat wirklich keine Ahnung, wo man ist. Man kann nur, also man merkt manchmal, wenn da Ausgänge sind irgendwo und wenn er dann sagt links, dann weiß ich, wo ich lang muss. Aber es ist, also man hat gar keine Vorstellung, wo, wann und was. Also man weiß es einfach nicht, wo man ist. Die Zeit 2 Minuten und 4 Sekunden nach Parcours 1 für euch, ja?
Gib dir noch einen weiteren. Wir kommen zum 4. Team, Lara und Skadi. Auf mein Zeichen geht's los, okay? Haut rein, die 2. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Da, okay. Um Gottes Willen. Links, links, Geht ja links, gut links, los bei Lara und Skadi. Aufpassen, Kamera. Mit dem rechts, Kopf rechts, durch die Wand. Rechts. Geradeaus. Die nächste rechts. Nein, noch nicht. Aber Rechts. Kameras, Kommandos und dazu Links, noch Wände, links, da links. kann schon mal Stopp. einiges durcheinander geraten. Hier. Warte. Warte kurz. Einmal kurz Ja, komm. warten, Hier, kein hör mich. Problem. Ja. Man Hier, hat ja komm, Zeit. Komm. Oder auch nicht. Hör meine Stimme. Ich höre dich hier. Hör meine Stimme, Laras Sommerhit-Ohrwurm Stopp, weiter. 2019. Super. Komm. Stopp. Komm. Vorsicht vor dem Flamingo. Ja, das schaffen Sie gut. Hier. Rechts. Viel weiter, rechts. Auch hier schön durchgelotst Links bisschen. von Skadi. Geradeaus. Stopp. Nicht raustreten. Rechts. Auch hier gibt es keine Zeitstrafe. Und im Sidestep Komm. zum Buzzer. Nein, hier. Buzzer. Oh, ja, erwischt. Lara und Skadi mit dreifach draufgehämmert. Lara mit einer Sicherheitstaktik immer die Hände vorm Gesicht. War das Absicht, warum? Ja, ich hatte Angst, dass ich noch mal irgendwo gegenlaufe. Vertraust du Skadi nicht, oder was? Die gibt doch so super Anweisungen. Ja, immer rechts, links. Aber echt, beim Start schon direkt das erste Mal dagegen gelaufen. Skadi, genau, was bist war du da voll- los? Ja, richtig gegen. Ich bin ein bisschen zu weit links. Aber Lara und Skadi schaffen es mit ihrer Taktik auf Platz 1, gefolgt von Lena und Gaira, Lara und Emma und Elias und Hannah. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Der zweite Parcours eröffnet durch Leichtmatrose Krass Blass im XXL-Ball. Und sobald der Ball den Rand berührt, der Start für Captain Krass Nass in die Dschungelwelt. Danach geht's auf den Kletterfelsen und dann zum Ausflug mit dem Tretauto und zum Boxenstopp samt Fahrerwechsel. Der zweite Fahrer fährt dann rüber zur Actionpiste, um danach mit dem Gartenschlauch einen Ball durch den Ekelpool zu spritzen. Wenn der Ball am Beckenrand angekommen ist, wieder der Wechsel rein in den Hindernispool, durch die Reifen und danach zum Buzzern. Jetzt zählt's. Welches Team zieht das Ticket für die große Finalsendung? Letzter Durchgang dieser Sendung. Jetzt gibt's die Antwort. Die Emma, die ist schon oben in der Kugel ganz fest und sie wird die Tröte hören, die ist laut genug. Es geht los für euch, ich drücke ganz fest die Daumen. Achtung, fertig, krass, nass! Lara und Emma fangen an, nach Parcours 1 auf Platz 3. Und die Zeit, wie unten links zu sehen, läuft einfach weiter. Und laufen, das tut auch Lara. Es sind die besten 4 Teams bei Krass Nass 2019. Das kann schon der Lauf ins Finale sein. Die heiße Phase dieser Staffel. Sieht alles sehr routiniert aus. Klar, es sind hier die Besten am Start. Jetzt einmal Gas geben für Lara und dann im Fahrerlager das Gefährt, den Rennwagen übergeben. Da wartet Emma schon. Fliegender Wechsel. Und auch bei Emma. Viel Tempo drin und mit viel Tempo geht's dann weiter über die Actionpiste. Durch die Tore kein Problem. Für unsere großgewachsene Emma, die hier fast schon hochspringt. Kühle Abfahrt und dann zum Spritzen. Ran an den Ekelpool. Schauen wir mal auf ihre Technik. Sieht sehr sauber aus. Trifft sie den Ball unten, das ist gut. Kriegt eine höhere Geschwindigkeit. Und dann muss Lara auf den letzten Metern jetzt nur noch in den Hindernispool. Durch die Reifen durch, ohne Rücksicht auf Verluste. 1
Und 2 und 3 nimmt sie zusammen, schluckt sie noch ein bisschen Schaum, aber das wird hier in Kauf genommen. Der Parcours hat es in sich. Ich glaube, das ist mit Abstand der längste, den es bisher gegeben hat. Oh nein, vielen Dank. Ich freue mich für die kleine Abkühlung. Mega gut. Also ich habe das Gefühl, ihr wollt unbedingt ins Finale. Sieht das nur so aus oder ist es auch so? Es ist so. Dann schauen wir, ob eure Zeit reicht. 4 Minuten und 2 Sekunden. Das ist die Zeit, mit der sich die Mädels bewerben für die große Finalsendung. Ihr beide ab in den Strandkorb und das nächste Team kann starten bei Jazz und in der Kugel. Lena und Kaira sind jetzt als nächstes an der Reihe. Ihr zwei habt ja im ersten Parcours richtig gut abgeliefert. Ihr wart das zweitschnellste Team. Was denkst du jetzt über den zweiten Parcours? Also, ich bin mir nicht so sicher, aber ich hoffe, dass wir unter den ersten 2 sind. Also einfach das halten, was ihr für ihn vorgearbeitet habt schon. Ne? Ich drücke euch die Daumen. So, Lena ist da oben schon bereit, deshalb kommt hier das Startzeichen. Achtung, fertig, krass, nass! Kaira hält sich schön die Ohren zu. Ja, die Tröte ist gefährlich und Lena, die hört im XXL-Ball auch erstmal nichts. Aber muss sie ja gar nicht. Sie muss nur rollen. 4 Minuten 2, das ist die Zeit von Lara und Emma, die es zu schlagen gilt. Und Lena und Kaira, die waren auf Platz 2 nach dem ersten Parcours. Wäre also momentan ein Platz im Finale. Aber sie müssen es hier noch durchschaffen. Und Kaira kommt bisher auch sehr gut durch. Einmal bitte die Höchstgeschwindigkeit aufnehmen. Am Kletterfelsen. Die wenigsten Teams mit Problemen. Und auch im Auto wird wieder Gas gegeben. Da wartet schon Lena, kurz die Bremse reingehauen, um die Reifen weiter qualmen zu lassen. Und auch hier weiter Tempo für unseren Klettermax Lena. Jetzt dran an den Ekelpool. 4 Minuten 2. Könnte knapp werden. Jetzt muss sie hier den Ball mit dem Gartenschlauch schnell rüberspritzen. Aber da kommt sie gar nicht mehr richtig ran. Da hält der Ball ja fast an. Muss sie nochmal anders spritzen im hohen Bogen von oben. Genau. Aber der Ball lag da fast im Wasser, hat sich gar nicht mehr bewegt. Und das kostet hier Zeit. Jetzt muss sie hier im Schnellflug durch die Reifen und nochmal, komm, alles geben, Kaira, auf den letzten Metern hier. Mit nasser Hand auf den Buzzer, wir stoppen die Zeit und quatschen mit unseren Kandidatinnen, die völlig außer Atem sind, aber auch zu Recht. XXL-Parcours, hier, sie grinst. Kaira, du brauchst ein bisschen Luft. Wie war's für dich? Anstrengend. Lena, was glaubst du? War das ein guter Lauf von euch? Hat's geklappt, was ihr euch vorgenommen habt? Ich hoffe schon, ja. Wir schauen auf die Zeit der Mädels. 4 Minuten und 25. Ihr dürft euch ausruhen. Aktuell wart ihr langsamer als Lara und Emma. Und jetzt kommen 2, die wollen ein bisschen was gut machen aus Runde 1. Genau, und das sind Elias und Hannah. Finn, gab es die ein oder andere Schwierigkeit, aber das könnt ihr jetzt noch rausholen, oder Hannah? Bestimmt. Wie ist dein Bauchgefühl gerade? Ich weiß es nicht. Ich hab ein bisschen Angst, aber einfach noch mal alles geben. Alles klar, dann kommt das Startzeichen, vor allem wichtig für Elias, der oben in der Kugel schon sitzt. Achtung, fertig, krass, nass! Das Motto Power, das brauchen Elias und Hannah jetzt als letztplatziertes Team des ersten Durchgangs. Und powervoll legt Hannah los in der Dschungelwelt und weiter auch auf dem Kletterfelsen. Das ist ihr Motto. Kopf voraus, Kopf über, ohne Angst. Und im Tretauto jetzt 3 Minuten rum. Angefeuert im Hintergrund durch Elias. Tolles Teamwork hier. Und 3 Minuten 15 rum nach der ersten Spritztour. Und Elias auf der Actionpiste wird er wieder zum Stuntman. Zeigt ja gerne spektakuläre und waghalsige Sprünge und Moves.
Und jetzt die Frage, hat er auch ein ruhiges Händchen am Gartenschlauch? Schon mal die Blumen gegossen zu Hause, Elias? Das ist die Frage. Ja, aber er zeigt hier ein ruhiges Händchen, deutlich besser hier. Die Technik, der Ball kommt nicht zum Stehen, sondern bleibt in Bewegung. Und das sollte jetzt auch Hannah einmal durch, zweimal durch, dreimal durch. Schön durchgekommen, oder? Doch nicht. Bleibt sie noch hängen. Und jetzt schnell zum roten Buzzer. Hannah und der Schaum, das ist irgendwie eine Liebesgeschichte, oder? Du magst ihn, du isst so viel davon oder trinkst. Nein, der ist komplett ekelhaft. Wie anstrengend war's? Es war anstrengend, aber die Ringe sind blöd. Der Hindernispool, oder? Wobei du 2 Ringe auf einmal genommen hast. Nein, ich bin bei dem zweiten hängen geblieben, musste nochmal neu ansetzen. Ja. Wir gucken auf die Zeit. 4 Minuten 38 würde Schleuderrad bedeuten. Ein Team hat sich schon qualifiziert für die Finalsendung. Das ist das Team, das gerade im Strandkorb sitzt, Lara und Emma. Sie sind auf jeden Fall mit dabei in der Finalsendung. Und jetzt kommen Skadi und Lara. Die beiden würden natürlich auch extrem gerne durchmarschieren in die Finalsendung, oder? Ja, gerne. Was denkst du über den Parcours? Du hast ihn jetzt schon mal gesehen. Ich habe am meisten Respekt schon vor den Reifen, weil ich bin einmal da schon hängen geblieben. Aber Hannah auch gerade, ne? Die haben es ganz schön in sich. Hier kommt das Startzeichen. Viel Glück euch beiden. Achtung, fertig, krass, nass! Lara und Emma, also schon im Finale, rollen Lara und Skadi da jetzt auch rein. Skadi ist ja wirklich Speedy Gonzales, unser krass nass Roadrunner, immer brutal schnell unterwegs, wie ich finde. Und das sieht man auch hier. Nimmt da wieder die Beine unter die Arme und hat vor nichts Angst. Schauen wir mal auf ihre Technik hier. Super schnell. 2 Minuten vorbei. Und auch auf dem Kletterfelsen war sie top unterwegs. Und haut jetzt hier mit einer bisschen Schwingbewegung noch die Bremse rein. Lara darf jetzt auch Stoff geben. In den Tunneln der Actionpiste. Und hier nochmal, wo es eine Stufe höher geht, um die Abfahrt schön mitzunehmen. Wie geht sie jetzt hier mit unserem Gartenschlauch um? Das ist so die Knackpunktstelle in dem Parcours. Aber auch hier sieht es gut aus für Lara und Skadi. Ja, auch wenn der hier direkt in die Ecke treibt, aber das macht nichts. Skadi nimmt nochmal Speed auf. Einmal durch, zweimal durch, versucht sich da den dritten direkt zu krallen, das klappt nicht und auch hier hat sie ein bisschen Probleme. Sie hatte ja Angst vor den Reifen, aber ich finde, es klappt gut. Wo kommen sie jetzt raus? Skadi ist im Ziel und Lara kommt dazu zu Jazz und mir. Kann euch irgendein Parcours überhaupt was anhaben? War das jetzt für euch auch mal anstrengend oder nicht? ja, schon. Ja, es war anstrengend. Gut, ich bin beim letzten Reifen ein bisschen hängen geblieben, aber ja. Die Zeit liegt bei 3 Minuten Wahnsinn. 58. Das heißt, ihr seid unsere Tagessieger heute. Da gibt's auch sofort die Medaillen, bitteschön. Sehr gut, also ihr seid auch mit dabei in der großen Finalsendung. Von einem Team müssen wir uns aber leider heute verabschieden. Es ist total verrückt. Lena und Kaira standen schon 5-mal auf dem Schleuderrad, beziehungsweise jetzt ist es das 5. Mal. Jetzt ganz, ganz locker. Ich weiß, am Anfang, beim ersten Mal, da sah es nicht so aus. Was hat sich seitdem verändert? Ja, beim ersten Mal war ich ja nervös, weil ich es noch nicht gemacht habe. Jetzt habe ich schon so ein bisschen Routine und ja. Auf der anderen Seite stehen echte Neulinge. Das stimmt, und zwar sind das nämlich Hannah und Elias. Ihr habt noch nie auf dem Schleuderrad gestanden. Hannah, dir geht's gerade nicht so gut, oder? Nein, mir ist richtig kalt, ich zitter und ich habe einfach Respekt. So Leute, stellt euch hin auf Schleuderrad. Der Schleuderrad-Schreck Lena. Es ist noch gar nichts Grinsen passiert. Und Hannah. Hannah, dran glauben, Lena Gas geben. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Das ultimative Duell auf dem Schleuderrad. Wer kommt ins Finale? Lena oder Hannah? Klein oder groß? Wird die kleine Lena hier wieder zur Größten? Hannah ist unerfahren und sie ist wackelig auf den Beinen. Schafft's Lena wieder mal auf dem Schleuderrad? Sie schafft's!
vorbei. Lena, zum 5. Mal hast du es geschafft. Es ist soweit, die Kandidaten können sich gar nicht mehr richtig freuen, ob es weiterkommt, sondern alle sind traurig mit dem Team, das ausscheidet. Es sind alle zusammengewachsen, klar. Das ist das Schöne bei Krass Nass, dass irgendwie alle Freunde werden. Hannah und Elias werden hier noch weiter getröstet von den anderen Teams, aber ganz ehrlich, die haben das super gut gemacht. Keine Top Frage, 4, absolut, unfassbar gut. Und vielleicht habt ihr zu Hause ja auf den richtigen Tagessieger getippt, nämlich Lara und Scardi. Dann klickt euch mal rein auf krassnass.de. Vielleicht habt ihr ja die Bluetooth-Wasserbox gewonnen. Und wenn ihr Lust habt, was unsere Tagessieger sagen, einfach mal hören wollt, klickt euch rein auf den Instagram-Account des Tigerettenclubs. Da gibt es das ganze Interview. Und ansonsten sagen wir, morgen geht's weiter. Die große Finalsendung von Krass Nass 2019. Wer holt sich den Champion-Titel? Bis morgen bei Krass Nass!